Hey, Gemeinde Rock'n'Roll. Ja, jetzt habe ich es endlich geschafft. Das Video zum Thema Einfahren von Motorradmotoren startet jetzt. Aber nochmal ganz kurz einen Sprung zurück zum letzten Video. Da hatte ich sehr viele Kommentare wegen dem Thema Duke 5, also Euro 4 Duke gegen Wittpil. Da habt ihr ja gesehen, da hatte ich zwei Kurven übereinander gelegt und die Duke war da wesentlich stärker. Das haben viele, naja, nicht geglaubt, will ich nicht sagen, aber doch viele gesagt, das kann eigentlich nicht sein. Ich habe das Motorrad, ich hab beide Motorräder gefahren, ich habe das nicht gemerkt. Also für mich waren die beide gleich und auch eine berühmte deutsche Motorradzeitung hat beide Motorräder auf dem Leistungsprüfstand gehabt und die waren eigentlich identisch. So, gut, habe ich gedacht, ja, ne, die alte hatte ich ja damals, oder die Duke hatte ich ja in Pullheim gemessen, da sind wir ja wesentlich tiefer und vielleicht habe ich da auch ein besonders gutes Motorrad erwischt. Also habe ich ja gesagt, ich mache auf jeden Fall nochmal eine Vergleichsmessung. Wenn ich eine Duke 5 hier habe, also eine Euro 4 Duke hier habe, in der gleichen Trim, also vollkommen Serie, also eine R-Duke mit Akrapovic-Endschalldämpfer, aber sonst komplett im Serientrim, rolle ich die hier nochmal ab. Ja, dann haben wir auch eine vernünftige Vergleichsmessung und dann schauen wir auch, ob wirklich der Sprung von der Duke zur Wittpil so hoch ist. Ja, habe ich gemacht, Kurve seht ihr jetzt. So, liebe Leute, jetzt hier die neue Kurve, beziehungsweise die Kurven jetzt beide bei uns hier in Hoffeld gemessen. Ihr seht, die rote Kurve ist noch die Wittpillen. Hier oben könnt ihr das sehen, das ist die gleiche Messung oder die gleiche Skalierung vom letzten Video, die 0003 mit 78,7 PS in der Spitze und die 74,3 Newtonmeter. So, jetzt haben wir die blaue, das ist die Duke und was natürlich auffällt ist, dieser Mördersprung im Punkto Drehmoment und PS-Leistung ist jetzt hier in Hoffeld nicht mehr gegeben. Hatten wir uns ja schon gedacht, weil natürlich A, in Pullheim war es damals, wo wir die Duke gemessen haben, das war am 30.01. war es natürlich mörderkalt in der Halle und wir hatten da wahrscheinlich auch ein sehr gutes Fahrzeug erwischt, mit einem sehr guten Motor. Daher habe ich ja gesagt, messen wir das hier nochmal. Aber ihr seht, die blaue Kurve, trotzdem hat die Duke die Nase vorn. Ja, gerade im Drehmomentbereich, hier bei 5000 Umdrehungen, liegen wir bei der Wittpil bei 66 Newtonmeter und bei der Duke schon bei 73 Newtonmeter. In der PS-Zahl ist es ähnlich. Bei 5000 Umdrehungen haben wir bei der Wittpil 46,5 und bei der Duke 51. Also im Großen und Ganzen hat die Duke immer die Nase vorn. Ab 7000 treffen sich die beiden Kurven dann, bleiben hier eigentlich fast gleich. Und was halt auffällt ist, die Duke dreht hier also etwas weiter aus. Ja, also der Drehzahlbegrenzer geht später rein. Ich schätze mal, bei der Wittpil haben sie das etwas zurückgenommen, um halt hier, naja, auch ein bisschen motorschonender unterwegs zu sein. Gut, Fakt ist aber, die Duke hat immer etwas mehr Leistung und ihr seht dadurch, diese beiden Luftfilterkastenkonzepte beim gleichen Motor bringen dann auch unterschiedliche Leistungscharakteristik her oder Leistungskurven. Allerdings ist das natürlich hier in dem Bereich, wie man Körn so schön sagt, kühn auf hohem Niveau. Das merkt ihr wirklich nur, wenn ihr quasi mit beiden Fahrzeugen nebeneinander einen Berg hochfahren würdet und dann gleichzeitig Gas geben würdet im gleichen Gang, mit der gleichen Übersetzung. Dann würde man wahrscheinlich merken, dass die Duke etwas schneller von dannen zieht. So, ja, also dementsprechend jetzt nicht naja, weltbewegend, aber Fakt ist, wir bleiben dabei, die Duke hat mit ihrem Konzept etwas mehr Leistung im Serienzustand. So, Thema erledigt, weiter geht's. So, das Thema haben wir abgehakt. Jetzt geht es nahtlos zum Hauptthema dieses Videos und zwar Einfahren von Viertaktmotoren. Ne? Hat man ja gesagt, wir versuchen jetzt mal hier mal ein bisschen Klarheit in die ganze Sache reinzubringen. Und daher hatte ich ja die Firma MS Motor Service bzw. KS Kolben angeschrieben, ob ich dieses hervorragende PDF von denen benutzen darf, was sie halt im Netz haben. Und wir haben ja von der Marketingabteilung dafür auch das Okay bekommen. Hier nochmal von uns schönen Dank. Ja? Und wir starten jetzt mal direkt mit der
ersten Seite des PDFs, die da heißt Anforderungen an Kolbenringe. Und die ist halt aufgeteilt in die Funktion und in die Eigenschaften und die gehen wir jetzt mal durch. So, dann starten wir mal und fangen wir mal oben links an der Funktion an. Ne? Das ist einmal die Verhinderung bzw. Abdichtung vom Gasdurchtritt vom Verbrennungsraum in das Kurbelgehäuse, damit kein Gasdruck und respektive auch keine Motorleistung verloren geht. Dann kommt die Abdichtung hinzu, das heißt die Verhinderung des Durchtritts von Schmieröl aus dem Kurbelraum in den Verbrennungsraum. Dann kommen wir zur Sicherstellung eines genau definierten oder einer genau definierten Schmierfilmdicke auf der Zylinderwand, ist ja auch klar. Und die Verteilung des Schmieröls auf der Zylinderwand müssen die Kolbenringe natürlich auch machen, beziehungsweise der Ölabstreifring. Dann die Stabilisierung der Kolbenbewegung, das Kolbenkippen sollen sie verhindern. Und gerade bei kaltem Motor und großem Laufspiel hat der Kolben ja nicht die Ausdehnung, die er braucht oder die er dann hat, wenn er warm ist. Also daher ist da der Ring, gerade der Ring gefragt, um das erstmal in der Zeit zu stabilisieren, bis der Kolben vernünftig Betriebstemperatur hat. So, und dann natürlich der Wärmetransfer, die Wärmeabfuhr vom Kolben zum Zylinder. Also ihr seht, das ist eine Menge Funktionen, die da machen muss. Ja? Und dementsprechend auch ich behaupte mal, eines der mit am höchsten belastetsten Bauteile in einem Verbrennungsmotor. Ja? So, kommen wir zu den Eigenschaften. Hier wollen wir natürlich einen geringen Reibwiderstand haben, damit nicht zu viel Motorleistung verloren geht. Wir wollen eine gute Widerstandsfähigkeit und Verschleißfestigkeit haben gegenüber thermomechanischer Ermüdung, chemischen Angriffen und Heißkorrosion. Der Kolbenring darf am Zylinder keinen übermäßigen Verschleiß verursachen, da sich dadurch die Lebensdauer des Motors drastisch reduziert. Auch Logo. Lange Lebensdauer, Betriebssicherheit und Kosteneffektivität über die gesamte Betriebszeit. Also wie beim Ü-Ei, 3 Wünsche auf einmal, die sind sogar noch mehr. Und ja, ihr seht, der hat eine Menge Funktionen zu erfüllen und darf aber auch nicht das alles machen. Daher ein sehr ausgeklügeltes Bauteil, so ein Kolbenring, und beziehungsweise so ein Kolbenringsatz, besteht ja meistens aus 3 Teilen. Und hier zeige ich die euch jetzt nochmal im Detail. Ich zoome euch mal ran, nein, das ist falsch rum. So. Und natürlich aktuell immer schön der Kolben der 690 SMCR, Baujahr, das ist jetzt von der 13er, aber 14, 15, 16, 17 sieht genauso aus. Also ihr seht hier der Kompressionsring, ja, dann seht ihr hier den Minutenring, der da drunter sitzt, und hier ist der Ölabstreifring. Bei diesem Kolben als zweiteiliger Ring ausgeführt, also der Außenring, und dahinter sitzt eine Ringfeder. Guck mal, ob ich es euch so zeigen kann. Na, wo ist sie? Da ist das Ende. Wenn ihr hier reinguckt, da seht ihr so eine Feder, aber die zeige ich euch gleich nochmal, die mache ich gleich nochmal ab. Ja? So, das sind also diese Ringe, um die es sich dreht. Kommen wir zurück. So, und dann gucken wir uns jetzt mal die Ringe genau im Detail an und dann machen wir die jetzt mal ab. So, los geht's. Starten wir mit dem von oben nach unten. Das ist der sogenannte Kompressionsring. Der erste Ring, der oben die meiste Wärme abkriegt, das seht ihr auch gleich noch. Und hier bei diesem Modell, also bei der KTM 96 SMCR, als L-Ring ausgelegt. Ding heißt L-Ring, weil es im Schnitt, hat hier so eine Stufe drin oder so eine Phase, und hier oben im Schnitt wäre der dann quasi, oder ist der wie ein L. Ja? So, diese Phasen haben eine bestimmte Funktion, kommen wir auch später zu, aber hier, das ist der Kolbenring,
der die ganze Wärme massiv natürlich abbekommt, weil er natürlich als allererster oben am Kolbenboden sitzt. So. Hier kann man übrigens sich auch nicht vertun, wo oben und unten ist. Ne? Man kann natürlich auch so rum reinbauen, aber naja gut, ne? Wer das tut, der hat es nicht anders verdient. Kommen wir zum Minutenring. Das ist der da drunter. Meistens sind die auch farblich anders. Ihr seht hier, der ist ganz schwarz. Die Ringe haben normalerweise, wenn sie nicht so eine ausgeprägte Form haben wie der L-Ring, immer eine Top-Markierung. Ja, ihr seht hier, vielleicht könnt ihr das sehen, hier steht Top drauf. Es gibt welche, die haben Punkte, X, wie auch immer, aber immer merken, die Markierung kommt immer nach oben. Ja, so, hier, der heißt Minutenring, oder warum heißt der Minutenring, kommen wir auch noch gleich zu, aber der hat halt auch zwei, oder der hat schon zwei Funktionen, wobei der Kompressionsring nur eine Funktion hat. Der hat auch schon zwei Funktionen, sehen wir aber auch gleich, das zeige ich euch noch. So, und dann kommen wir zum dritten im Bunde, das ist der Ölabstreifring, wie der Name es so schön sagt. Seine Hauptfunktion oder seine Funktion ist, das Öl, was von unten vom Kolbenboden hochgespritzt wird, um den Kolben zu schmieren und den Kolbenbolzen etc., halt hier von der Laufbahn abzuziehen, damit eben kein Öl an den oder in den Verbrennungsraum gelangen kann. Ja, der arbeitet zusammen, ist ein zweiteiliger mit dieser Ringfeder. Ja, diese Ringfeder ist eben halt dafür da, um den Ring dann vorzuspannen. Ja, die drückt sich quasi, wenn ich jetzt den Kolbenring zusammendrücke in den Zylinder, kriegt die Druck und versucht jetzt diesen Ring nach außen zu spannen. Ja, daher hat er halt immer eine gute Vorspannung und kann auch seinen Job machen. So, und jetzt starten wir mal mit dem ersten Schnittbild. Und da geht es halt gerade um diesen Kollegen hier und diesen, und zwar ums Thema Abdichten. So, kommen wir zum ersten Schnitt oder zur ersten Schnittzeichnung und wir starten mit Abdichten von Verbrennungsgasen. So, das ist der Punkt 1 von 3 wichtigen, die wir gleich besprechen werden. Das ist wie gesagt das Abdichten, das Ölabstreifen und die Wärmeabfuhr. Ja, also die beiden Kolbenringe haben halt die Hauptfunktion, hier seht ihr den Kompressionsring, den oberen und den Minutenring, dass eben halt durch die Entstehung des Verbrennungsgases hier oben am Kolbenboden, der natürlich versucht, oder dieses Gas versucht natürlich hier am Kolben vorbei zu rutschen, wird der obere Kompressionsring an die Laufwand gegengepresst und halt auch nach unten gedrückt, dass also hier in diesem Bereich schon mal kein Gas dran vorbeigehen kann oder soll. Falls doch, übernimmt der untere, der Minutenring, die zweite Abdichtung und diese beiden Bauteile bilden sozusagen quasi ein Gaslabyrinth, sagt man dazu. Jetzt versuchen wir natürlich das Ding so dicht zu kriegen wie es geht, aber das ist nicht möglich, weil leichte Leckagen sind halt immer da, allein schon durch die Bewegung und durch die Ringstöße. Die werden natürlich zueinander verdreht. Aber wir versuchen natürlich übermäßigen Transfer von heißen Verbrennungsgasen zu vermeiden, weil sonst hätten wir, wie gesagt, Leistungsverluste, eine höhere Wärmezufuhr in den Bauteilen und auch Verlust von der Schmierwirkung. Das nennt man auch, oder dieses leichte Vorbeirutschen von Verbrennungsgasen nennt man natürlich auch Blow-by, aber da kommen wir noch gleich zu. Nehmen wir jetzt noch mal ganz kurz noch einen anderen Kolbenhersteller zur Rate oder schauen wir uns den mal an. Ihr seht jetzt hier, dass einer von unseren GE-Kolben, den wir immer benutzen für die 104 mm Big Bore KTM 96 Motoren. Und ihr seht hier oben, der Kolbenring sieht etwas anders aus. Das ist nämlich ein ganz normaler Rechteckring. Ja, so wie ihr das gerade halt auch in der PDF im Schnitt gesehen habt. Der hat da zwar noch eine Stufe innen drin, der im Schnitt, der ist ganz gerade. Und der hat auch eine Besonderheit, der hat kein Oben und kein Unten. Diesen oberen Kompressionsring kann man drehen, wie man will, weil er halt auch so konstruiert ist. Heißt, er ist halt hier, er hat keine definierte Schräge, er ist hier vorne gleich ballig, wie man so schön sagt, ja, so halb rund. Und hier ist er noch extra beschichtet. Und daher ist das egal, wie ihr den einbaut. Der Minutenring dagegen natürlich,
wie ihr ja schon erfahren habt, muss eine Einbaurichtung haben. Da kommen wir auch gleich nochmal genauer zu. Und diese hat halt hier einen Punkt. Ja? Schau, man kann es sehen. Eine Punktmarkierung wegen seiner definierten Schräge hier vorne. So, das Gaslabyrinth ergibt sich dadurch, dass wir eben halt diese beiden Ringe natürlich in der Einbaulage verdrehen. Also der eine Stoß ist dann hier und der andere Stoß ist dann hier. Aber trotzdem kann ja hier am Kompressionsring, das Gas geht zwar hinter den Ring, aber hier, da wo der Stoß ist, kann es dran vorbei. Dann schlägt es natürlich quasi, trifft es den Minutenring, es füllt den Minutenring dahinter voll, aber trotzdem, hier der Minutenring hat auch wieder einen Stoß, also kann dann hier das Gas auch wieder weiter nach unten. Das ist halt nicht zu vermeiden. Man versucht es natürlich zu minimieren, so wie es geht, aber irgendwo ist auch Feierabend. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Thema. Und zwar, das ist das Thema Öl abstreifen und verteilen. Und hier seht ihr auch wieder, dass dieser GE-Kolben einen dreiteiligen Ölabstreifer verwendet. Das zeige ich euch aber im zweiten Teil genau, also die Unterschiede zwischen dem einteiligen oder zweiteiligen und dem einteiligen. Das, wie gesagt, dann im zweiten Teil. Gut, kommen wir erstmal zur Funktion vom Ölabstreifer. So, kommen wir zum nächsten wichtigen Punkt. Das ist das Ölabstreifen und Verteilen. Und hier macht natürlich den Hauptjob unser Ölabstreifring, den ihr hier seht, im Schnitt, so wie ihr das auch kennt, oder ich euch gerade gezeigt habe, bei der 690 SMCR. Dieser Ring ist da auch verbaut. Zweiteilig mit einer dahinterliegenden Ringfeder. Und ihr seht genau, hier kann man schön erkennen, wie dieser Ring das Öl von der Zylinderlaufbahn abstreift und nach innen wegtransportiert. Ja. Diesen Job macht er aber nicht alleine. Es macht auch der Ring Nummer 2, also der Abstreifverdichtungsring, wie er auch genannt wird, oder auch Minutenring, hilft bei diesem Job und natürlich ist er auch damit zuständig oder dafür zuständig, das Öl zu verteilen auf der Zylinderlaufbahn. So, warum heißt dieser Ring Minutenring? Ganz einfach, weil hier vorne seht ihr eine Schräge und diese Schräge ist unter einem Grad und die Grad oder die Maßeinheit unter Grad ist Minuten und daher heißt dieser Ring halt Minutenring. Er hat immer eine Top-Markierung, also die darf man auch nicht falsch rum einbauen, weil sonst habt ihr die Schräge nach oben stehen und dann hobelt ihr euch schön sauber eure Zylinderlaufbahn kaputt. Also ganz wichtig beim Einbau, immer darauf achten, war ja schon immer klar, Top-Markierungen sind Top-Markierungen, weil sie nach oben müssen. So, kommen wir zum nächsten Punkt, das ist die Wärmeabfuhr. Ja, ihr habt gesehen, dass der Ölabstreifer ist doch ein recht komplexes Bauteil, also mit Vorspannung und Öl abziehen und wegtransportieren durch die Bohrungen und. Und er ist natürlich auch dafür zuständig, oder mit dafür zuständig, dass das Öl halt auch durch die Drehbewegung halt der Ringe auf die Zylinderlaufbahn verteilt wird. Ja, gut, das ist sein Job. Jetzt kommen wir mal, wo ich vorhin schon angesprochen habe, zum oberen Kompressionsring nochmal kurz zurück. Und der hat, wie gesagt, hier den Knochenjob zu erledigen, weil der kriegt nämlich die ganze Hitze ab. Und wie das aussieht, das seht ihr jetzt. So, wie gerade angesprochen, kommen wir jetzt zur Wärmeableitung. Und hier seht ihr halt eine schöne Schnittzeichnung in puncto, wo die Wärme oder wie die Wärme über die Ringe abgeleitet wird. Das nennt sich auch im schönen Technikerdeutsch Temperaturmanagement für Kolben. Und wie man halt so schön sehen kann, der am nächsten dran ist immer der gearschte, ganz klar. Ne? Also der Kolbenring, der obere Kompressionsring muss 55% der kompletten Wärmeenergie an den Zylinder abführen. Der Minutenring noch 30% und der Abstreifer noch 15%. Allerdings hat der auch noch einen anderen Job zu tun, ne? Also sei es ihm gegönnt. So, was würde passieren, wenn die Ringe nicht sauber 360 Grad anliegen? Ist ja ganz klar, die ganze Wärme, die hier eingetragen wird, müsste sich dann über die Anlagepunkte verteilen. Ja, und das wäre natürlich punktuell ziemlich schlecht. A für die Laufbahn, B auch für unseren Kolbenring. Ja. Dazu sagt das PDF, ohne diese kontinuierliche Wärmeableitung der Kolbenringe würde es innerhalb weniger Minuten zum Kolbenfresser in der Zylinderbohrung oder gar zum Schmelzen des Kolbens kommen.
Unter diesem Gesichtspunkt ist es verständlich, dass die Kolbenringe zu jeder Zeit guten Kontakt mit der Zylinderwand haben müssen. Heißt 360 Grad. Die müssen also sauber eingelaufen sein. Erst dann können sie wirklich ihren Job richtig machen. So, dann steht hier noch, kommt es zu Unrundheiten im Zylinder oder zu einer Blockade der Kolbenringe in der Ringnut, Verkorkung, Verschmutzung, Deformation. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis der Kolben mangels Wärmeabfuhr an Überhitzungserscheinungen leidet. So, Überhitzungserscheinungen sehen ähnlich aus wie ein Ölfresser, also ne, am Öl hat es nicht gelegen, war ganz drin. Gibt es ja auch. Ne, dann hat man schön den ganzen Zylinder sauber, den ganzen Kolben sauber im Zylinder abgeschmiert. Aber das kann auch durch falsche oder schlechte Wärmeabfuhr passieren. Ne? Ja, wie im warmen Leben, ne? Der Erste, der kommt, kriegt am meisten ab. So ist es leider. Und im Negativen wie im Positiven. Ne? Und hier muss eben halt der Kompressionsring wirklich einen harten Job machen und muss, wie gesagt, über 55% der Wärme, die oben über den Kolbenboden entsteht, abführen. So, die beiden anderen kriegen auch noch ein bisschen ab, aber nicht so viel wie halt der in der ersten Reihe. Der Minutenring hat aber noch einen anderen Job oder noch mit im Job. Und zwar, er muss dem Ölabstreifring bei seinem Job helfen. Und wie das genau aussieht und warum der vorne so schräg ist und deswegen halt auch Minutenring heißt, das seht ihr jetzt. Kommen wir nochmal zum Minutenring. Ja, dieser besitzt an der Lauffläche eine konische Form. Die Winkelabweichung zum Rechteckring beträgt je nach Ausführung ca. 45 bis 60 Winkelminuten. Ja, das ist hier diese Schräge. Durch die Form trägt der Ring im Neuzustand nur an der Unterkante und liegt damit nur punktuell in der Zylinderbohrung an. Ja, seht ihr hier, und nur diese kleine feine Kante liegt da quasi an der Zylinderbohrung an oder drückt dagegen. Dadurch kommt es in diesem Bereich zu einer hohen mechanischen Flächenpressung und zu einem gewünschten Materialabtrag. Dieser gewünschte Einlaufverschleiß führt schon nach kurzer Betriebsdauer zu einer perfekten runden Form und damit zu einer guten Dichtwirkung. Ja, das heißt, dieses ganze System hier, dieses Minutenrings, ist auf Verschleiß konstruiert. Das heißt, man möchte also, dass diese Kante sich langsam mit der Zeit abarbeitet und dementsprechend hier oben eine bessere Abdichtung gewährleistet. Nach längerer Laufzeit von mehreren 100.000 Kilometern, ja, ihr merkt, das ist ein Auto-PDF, ja, kommt es zu einem Abtrag der konischen Lauffläche, sodass der Minutenring dann eher die Funktion eines Rechteckrings wahrnimmt. Der vormals als Minutenring produzierte Ring leistet nun als Rechteckring immer noch gute Abdichtarbeit. Das heißt, nach hohen Laufleistungen sieht quasi die vordere Druckseite des Minutenrings genauso aus oder ähnlich aus wie eine des oberen Kompressionsrings. Dadurch, dass der Gasdruck auch von vorn auf den Ring wirkt, also hier, die Pfeile, ne, da geht er hier durch, der Gasdruck, drückt hier drauf, drückt aber auch in diesen Keil rein, wird die Gasdruckverstärkung etwas gemindert. Also der Druck, der hier gegenwirkt, wirkt dann auch von da und hebt sich quasi so ein bisschen auf. Ne? Es kommt während der Einlaufzeit des Ringes zu einem etwas reduzierten Anpressdruck und zu einem sanfteren Einlauf mit weniger hohem Verschleiß. Ne? Das ist klar. Solange der Druck da und von da kommt, ist der Druck auf die Zylinderlaufwand nicht so hoch. Also daher wird es ein bisschen sanfter, wenn sich der Ring abläuft. So, Minutenringe besitzen neben der Funktion als Verdichtungsring auch gute Ölabstreifeigenschaften. Dieses wird bewirkt durch die zurückgesetzte obere Ringkante, ne, wieder hier Thema. Bei der Aufwärtsbewegung vom unteren zum oberen Todpunkt gleitet der Ring über den Ölfilm. Durch die hydrodynamischen Kräfte, in Klammern Schmierkeilbildung, hebt sich der Ring etwas von der Zylinderoberfläche ab. Ne? Also Kolben geht nach oben, Richtung OT. Hier ist der Ölfilm. Der muss dann hier durch und drückt, weil er nicht dran vorbei kann, drückt quasi den Ring etwas zurück. Ja? Der gibt ein bisschen nach und der Ölfilm kann ohne Probleme in Richtung Ölabstreifer schon mal abwandern. So, wo waren wir? So, in der umgekehrten Richtung, wenn also dann der Kolben oben eine auf die Nuss gekriegt hat, ist in Richtung UT unterwegs, kann diese scharfe Kante
tief in den Ölfilm einstechen, eingraben quasi und zieht diesen Ölfilm mit nach unten in Verbindung mit unserem Ölabstreifer. So, dadurch haben wir halt eine Doppelfunktion, einmal Abdichtung des Kompressionsraumes und Hilfe für den Ölabstreifer, um hier die Ölfilmdicke und den Schmierfilm an der Zylinderlaufbahn zu regulieren. So, und damit hätten wir jetzt schon das erste Thema in puncto Einfahren geklärt. Denn ihr müsst diesen Minutenring dementsprechend einfahren. Ja? Der arbeitet sich ab, habt ihr gerade gesehen, und dementsprechend muss er sich langsam einlaufen. Ne? Wenn man den direkt Vollgas quält, das gibt nur Schäden. Jetzt ist ja nicht nur wichtig, dass die Anlagefläche dieses Ringens sich einläuft, sondern auch der Ring in seiner gesamten Form im Zylinder. Das nennt man Formfüllungsvermögen. Und wie das genau aussieht, das zeigen wir euch jetzt. So, jetzt kommen wir nochmal zu einem ganz wichtigen Thema, gerade das Thema Einfahren, oder was das Thema Einfahren betrifft. Da hatte ich auch gerade schon mal drüber gesprochen, oder vorhin. Kommen wir zum Formfüllungsvermögen des Kolbenrings in der Zylinderlaufbahn. Ja. Ihr seht jetzt hier einen Kolben von oben, quasi, indem man den Kolbenboden entfernt hat. Ihr seht hier oben die Top-Markierung und hier den Pleuel und so weiter und so fort. Hier ist der Zylinder und so sieht ein neuer Kolbenring, der in einem frischen Zylinder sitzt, aus. Ja, ihr seht hier, haben wir Punkte, da liegt der Kolbenring schon an. Und hier habt ihr Punkte, da liegt der Kolbenring nicht an. Ja, bedingt durch seine Vorspannung muss sich dieser Ring jetzt erstmal langsam bzw. in einer gewissen Zeit an die Zylinderlaufbahn quasi einschleifen. So. Wo ist das Problem? Ihr seht hier die roten Stellen. Über diese Anlagepunkte muss die Wärme weg. Ja, die kann also nicht schön über 360 Grad abgeführt werden. Nein, die muss über diese Punkte und dann haben wir das, wovon ich vorhin schon sprach, haben wir diese Brandstellen bzw. diese Hitzepunkte, wo der Kolbenring quasi noch ein Problemchen hat, die Wärme vernünftig vom Kolbenboden in den Wassermantel abzuführen. Daher wichtiges Thema, gerade zum Thema Einfahren, wir müssen sehen, dass der Ring kann erst sauber die komplette Wärme vom Kolbenboden abführen, wenn er 360 Grad anliegt. Ja. Die PDF sagt dazu, unter Formfüllungsvermögen versteht man, wie gut sich der Ring an die Form der Zylinderwand anpasst, um eine gute Dichtwirkung zu erreichen. Das Formfüllungsvermögen eines Ringes ist abhängig von der Elastizität des Ringes bzw. des Ringkörpers, zum Beispiel beim zweiteiligen Ölabstreifer oder den Stahllamellen bei einem mehrteiligen Ölabstreifring. Das Formfüllungsvermögen ist dabei umso besser, je elastischer der Ringkörper und je höher der Anpressdruck ist. Große Ringhöhen und große Ringquerschnitte besitzen eine große Steifigkeit und bewirken aufgrund des hohen Gewichtes auch höhere Massekräfte im Betrieb. Sie schneiden daher beim Formfüllungsvermögen schlechter ab als Ringe mit niedrigen Ringhöhen und geringen Ringquerschnitten und damit niedrigen Massekräften. So, gerade bei uns ein wichtiges Thema, 96, SMCR, 701, wie sie alle heißen. Wir haben große Kolben, wir haben große Kolbenringe, große Querschnitte, große Ringhöhen. Ja? Wie das aussieht, zeige ich euch jetzt nochmal. So, um das Thema Massekräfte noch mal ein bisschen zu verdeutlichen, haben wir natürlich keine Mühen und Kosten gescheut und haben euch hier noch schnell einen Autokolben besorgt. Den habe ich bei eBay geschossen irgendwie für, keine Ahnung, 3 Euro. Gehört zu einer Mercedes C-Klasse 2,2 Liter Motor, 4-Zylinder von 2001. Ja, und dann seht ihr allein schon die Dimension des Kolbens, klar, das sind 550 Kubik mal 4 und die haben natürlich einen Einzylinder mit 690 Kubik. Ja, schon ein leichter Unterschied im Kolben, auch die Druckseiten sehen ein bisschen anders aus. Ne? Also der hat hier viel mehr Fläche zur Führung, weil diese Motoren natürlich auch nicht so hoch drehen, wie zum Beispiel in den 690er, ne? Also mit fast 8000 Umdrehungen. Wird ein Automotor in der Standardversion nie hinkommen, aber wenn wir uns die Ringe angucken, klar, der Autoring ist kleiner, weil er weniger Kubik hat, weniger Bohrung, aber vom Gewicht her sind die Ringe gleich.
Also fast gleich. Ne? Der wiegt hier so knapp 10 Gramm, der wiegt knapp 11 Gramm auf die Briefwaage gelegt. Das gleiche gilt für den Minutenring. Ja, da sind wir auch so bei 10 Gramm beide. Und beim Ölabstreifer wird es noch heftiger. Der wiegt nur 7 Gramm oder 7,9 Gramm und der wiegt hier 11 Gramm. Ja, recht schwer, ja, der zweiteilige. So, das heißt, wir haben das gleiche Gewicht. Der Motor dreht wesentlich weniger, der dreht viel mehr. Wir haben einen viel größeren Hebel, ja, weil natürlich auch der Querschnitt größer ist. Und dementsprechend haben diese Ringpaarungen eine viel höhere Belastung, als so ein Autoring jemals im Serienzustand erfahren wird. Und daher auch noch ganz wichtig, Thema bei so einer Motorkonstruktion, Thema Einfahren. Ja? So, und jetzt geht's weiter. So, das war es jetzt erstmal für den Teil 1. Das war jetzt genug Informationen auf einen Haufen. Und im zweiten Teil, wie gesagt, kommt auch wieder ein besonderes Lieblingsthema von mir, ne? Das Thema Ölverdünnung. Da kommen wir auch nochmal genau darauf zu sprechen, was dann halt auch hier passiert, vor allen Dingen auf den Druckseiten. Und noch ein paar, ja, auch schöne, interessante Geschichten im Thema oder zum Thema Motoren, Kolben einfahren, ja oder nein. Ja? Damit schließen wir Teil 1. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, lasst uns einen Daumen da, lasst uns ein Abo da und wir sehen uns spätestens bei Teil Nummer 2 zum Thema Kolben einfahren. Ja? Bis dann, ciao.